Lektion 1. Stolz auf das 5-Kilometer-Rennen. Hey Anna, ich bin gestern ein 5-Kilometer-Rennen gelaufen. Das ist beeindruckend, findest du nicht? Wow, das ist großartig. Wie hast du dich danach gefühlt? Ich bin sicher, du warst müde. Ich war müde, aber auch sehr stolz auf mich, dass ich es abgeschlossen habe. Es war eine Herausforderung. Ich wette, ein 5-Kilometer-Lauf ist keine leichte Aufgabe. Wie hast du dich emotional gefühlt, nachdem du fertig warst? Ich hatte ein großes Erfolgserlebnis. Es war eine so lohnende Erfahrung. Das ist großartig. Ich freue mich so für dich. War es dein erstes Mal, dass du einen 5-Kilometer-Lauf gelaufen bist? Ja, es war mein erster. Ich wollte es schon eine Weile ausprobieren. Nun, du solltest wirklich stolz auf dich sein, dass du diesen Schritt gemacht und ihn gemacht hast. Danke, das weiß ich wirklich zu schätzen. Es hat sich definitiv die ganze harte Arbeit gelohnt. Lektion 2. Hoffentlich haben Sie. Hallo Anna, hast du von dem neuen Hotel gehört, das Sie in der Innenstadt eröffnen? Ja, ich freue mich riesig darauf. Ich habe gehört, dass das Hotelpersonal großartig ist. Ich bin mir sicher, dass Sie es sein werden. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Pool und ein Fitnessstudio. Ich auch. Ein gutes Fitnessstudio wäre perfekt, um im Urlaub aktiv zu bleiben. Absolut. Und hoffentlich haben Sie auch ein nettes Restaurant, so dass wir nicht weit gehen müssen, um zu essen. Das wäre so praktisch. Ich kann es kaum erwarten, es mir anzusehen, sobald es geöffnet ist. Das gleiche hier. Ich bin mir sicher, dass es eine wunderbare Bereicherung für die Stadt sein wird. Ich bin zuversichtlich, dass das Hotel ein großer Erfolg wird. Die Lage ist perfekt. Ich stimme zu. Dies wird eine aufregende neue Option für Reisende sein. Lektion 3. Mein Zuhause renovieren. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, mein Haus zu renovieren. Hast du irgendwelche Tipps? Wow, das ist beeindruckend. Wie fandest du es, so ein großes Projekt in Angriff zu nehmen? Ich war müde, aber auch stolz auf mich, dass ich angefangen hatte. Irgendwelche Ratschläge? Nun, zuerst würde ich sagen, machen Sie einen detaillierten Plan und ein Budget. Das ist der Schlüssel. Ich hab's, das macht Sinn. Gibt es noch etwas, das ich wissen sollte, bevor ich mich damit beschäftige? Denken Sie daran, die Visabestimmungen zu überprüfen, wenn Sie ausländische Auftragnehmer beauftragen möchten. Ah, gutes Argument, das muss ich mir ansehen. Fehlt mir sonst noch etwas? Ich würde auch vorschlagen, die neuesten Designtrends zu recherchieren, um sich inspirieren zu lassen. Das kann helfen. Das ist eine tolle Idee. Ich freue mich darauf, dass sich mein Zuhause frisch und modern anfühlt. Lektion 4. Visabestimmungen. Hey Anna, ich denke darüber nach, eine Auslandsreise zu planen. Wo soll ich anfangen? Oh, das klingt aufregend. Wo willst du hingehen? Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich wollte zuerst die Visabestimmungen prüfen. Gute Entscheidung. Das ist ein wichtiger erster Schritt bei der Planung internationaler Reisen. Was genau muss ich über Visa wissen?
Gibt es etwas Spezielles, das ich tun sollte? Denken Sie daran, die Visabestimmungen für das Land zu überprüfen, das Sie besuchen möchten. Okay, ich werde dafür sorgen, dass ich das mache. Gibt es noch etwas, das ich beachten sollte? Beachten Sie auch die Bearbeitungszeiten für Visumanträge. Bewerben Sie sich frühzeitig. Ich nehme mir viel Zeit. Übersehe ich noch etwas, bevor ich mich zu sehr darauf einlasse? Lektion 5. Unsere Hoffnung als Christen. Anna, ich habe über Robert Ranzi und den Falklandkrieg gelesen. Wissen Sie viel darüber? Ja, es war eine schwierige Zeit, aber unsere Hoffnung als Christen liegt nicht in den politischen Ereignissen der Welt. Das ist eine gute Perspektive. Wie sollte uns Ihrer Meinung nach unser Glaube in turbulenten Zeiten leiten? Nun, wir sind berufen, Lichter in der Dunkelheit zu sein, auch angesichts von Konflikten Mitgefühl zu zeigen. Das ist eine starke Botschaft. Wie können wir das praktisch in unserem täglichen Leben ausleben? Indem wir Vergebung praktizieren, Gnade gewähren und uns weiterhin auf Gottes ewiges Königreich konzentrieren. Das sind großartige Punkte. Es ist so einfach, sich in die Turbulenzen um uns herum verwickeln zu lassen. Absolut. Aber als Gläubige haben wir eine andere Grundlage und ein höheres Ziel. Du hast recht. Es ist eine gute Erinnerung daran, diese ewige Perspektive beizubehalten, egal wie die Umstände sind. Lektion 6. Der Rookie des Jahres. Hallo Anna, hast du von dem Basketballspieler gehört, der gerade zum Rookie des Jahres gekürt wurde? Nein, habe ich nicht. Wer war es? Es war Michael Robinson. Er hatte eine unglaubliche Saison und führte sein Team in den Bereichen Torschützen und Assists an. Wow, das ist unglaublich. Ich wette, er ist wirklich stolz auf diese Leistung. Definitiv. Obwohl er nur 10 Jahre in der Liga spielte, hatte er eine sehr erfolgreiche Karriere. Das ist beeindruckend. Ich frage mich, was ihn so schnell so erfolgreich gemacht hat. Ich denke, es war eine Kombination aus seinen unglaublichen athletischen Fähigkeiten und seiner harten Arbeit. Die Art, wie er das Spiel spielte, war einfach elektrisierend. Ich würde ihn gerne eines Tages spielen sehen. Basketball ist so ein aufregender Sport, den es sich anzusehen gilt. Ganz gewiss. Es war wirklich eine Freude, ihm auf dem Platz zuzusehen. Ich freue mich, dass er für seine Talente anerkannt wurde. Lektion 7. Frische Produkte. Hey Anna, ich fange immer mit frischen Produkten wie Obst und Gemüse an, wenn ich einkaufen gehe. Hast du irgendwelche Tipps für die Auswahl der besten? Hallo John, ich stimme zu, dass frische Produkte der richtige Weg sind. Normalerweise suche ich nach solchen, die eine lebendige Farbe haben und sich fest anfühlen. Welche Obst- und Gemüsesorten bekommst du normalerweise? Ich liebe knackige Äpfel, saftige Orangen und knusprige Karotten. Haben Sie ein Lieblingsprodukt? Ich mag frische Beeren sehr, Blaubeeren, Himbeeren und Erdbeeren sind alle so lecker. Und Blattgemüse wie Spinat und Grünkohl eignen sich hervorragend für Salate. Oh ja, Beeren sind unglaublich. Ich muss daran denken, beim nächsten Mal welche zu holen. Und Gemüse ist perfekt,
um Mahlzeiten mit Nährstoffen zu versorgen. Auf jeden Fall haben Sie eine Menge Nährstoffe. Haben Sie Lieblingsrezepte mit frischen Produkten? Ich liebe es, Bratpfannengerichte mit viel Gemüse zuzubereiten oder Wurzelgemüse wie Kartoffeln und Rüben zu rösten. Wie steht's mit dir? Die klingen so gut. Ich mache gerne Fruchtsmoothies und Gemüsesuppen. Die Aromen sind einfach so lebendig, wenn frische Zutaten verwendet werden. Smoothies und Suppen sind perfekt, um diese Nährstoffe aufzunehmen. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Lektion 8. Gartentipps. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, zu Hause einen kleinen Garten anzulegen. Hast du irgendwelche Tipps für einen Anfänger wie mich? Oh, das ist wunderbar. Gartenarbeit kann so ein lohnendes Hobby sein. Ich würde vorschlagen, mit etwas einfach anzubauendem Gemüse wie Tomaten, Paprika und Blattgemüse zu beginnen. Das ist eine tolle Idee. Haben Sie Tipps zur Auswahl des richtigen Standorts und zur Vorbereitung des Bodens? Absolut. Suchen Sie nach einem Bereich, der viel Sonnenlicht bekommt, mindestens 6 bis 8 Stunden am Tag. Und achten Sie darauf, den Boden vor dem Pflanzen mit etwas Kompost oder Dünger anzureichern. Okay, das macht Sinn. Und was ist mit dem Gießen? Wie oft sollte ich die Pflanzen gießen? Das hängt vom Klima ab, aber im Allgemeinen möchten Sie den Boden feucht, aber nicht durchnässt halten. Überprüfen Sie den Boden täglich und gießen Sie ihn nach Bedarf. Fantastisch, das behalte ich im Hinterkopf. Gibt es noch andere Tipps, die Sie einem Gärtneranfänger wie mir empfehlen würden? Ich würde vorschlagen, verschiedene Lichttechniken zu verwenden, zum Beispiel höhere Pflanzen im Norden zu platzieren, um die kürzeren nicht zu beschatten. Und seien Sie wachsam vor Schädlingen. Toller Rat. Ich muss einige Nachforschungen über wirksame Methoden zur Schädlingsbekämpfung anstellen. Ich freue mich sehr darauf, mit diesem Gartenprojekt zu beginnen. Lektion 9. Eine blühende Kunstszene. Hallo Anna, hast du die Nachricht von der neuen Kunstausstellung erhalten, die an diesem Wochenende in der Innenstadt eröffnet wird? Ich habe vor, es mir anzusehen. Oh wirklich? Davon habe ich noch nichts gehört. Welche Art von Kunstwerken wird gezeigt? Es ist eine Ausstellung lokaler Künstler, die in einer Vielzahl von Medien arbeiten, Malerei, Skulptur, Fotografie, was auch immer. Offenbar gibt es einige wirklich innovative und zum Nachdenken anregende Dinge. Das klingt aufregend. Ich würde gerne mit dir gehen, wenn dir die Gesellschaft nichts ausmacht. Ich wollte die lokale Kunstszene schon länger erkunden. Absolut, je mehr, desto besser. Wir können einen Tag daraus machen, vorher zu Mittag essen und dann ein paar Stunden damit verbringen, die Ausstellung zu besichtigen. Ich bin mir sicher, dass wir einige talentierte neue Künstler entdecken werden. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich darauf. Wissen Sie, ob während der Veranstaltung Live-Musikaufführungen oder Workshops geplant sind? Lassen Sie mich das Programm noch einmal überprüfen, aber ich glaube, es gibt Live-Musik im Innenhof und den ganzen Tag über einige von Künstlern geleitete Workshops. Es entwickelt sich zu einem wirklich lebendigen Schaufenster der Kunst in unserer Gemeinde. Wunderbar. Das ist genau die Art von lebendiger, interaktiver Erfahrung, die ich genieße. Ich kann es kaum erwarten, in die kreative Energie einzutauchen. Das wird ein lustiger Ausflug. Ich auch, ich denke, es wird eine großartige Art sein, einen Samstag zu verbringen. Ich schicke Ihnen die Veranstaltungsdetails, damit wir unsere Zeitpläne koordinieren können.
Das wird ein Genuss für die Sinne sein. Lektion 10. Die perfekte Komposition finden. Guten Morgen, Anna. Ich habe Mühe gehabt, die richtige Komposition und das richtige Farbschema für mein neuestes Bild zu finden. Hast du irgendwelche Tipps? Hallo John, ich bin auch Künstler und ich weiß, wie herausfordernd das sein kann. Hast du versucht, mit verschiedenen Anordnungen der Elemente in deinem Bild herumzuspielen? Ja, ich habe viel experimentiert, aber ich kann es einfach nicht richtig machen. Die Farben fühlen sich falsch an und die Komposition fühlt sich unausgewogen an. Das ist knifflig. Manchmal hilft es, einen Schritt zurückzutreten und es mit frischen Augen zu betrachten. Versuchen Sie vielleicht, ein Foto davon zu machen und die Komposition auf diese Weise zu analysieren. Gute Idee. Das versuche ich mal. Hast du noch andere Vorschläge, damit die Farben besser wirken? Ich möchte, dass es eine lebendigere, auffälligere Farbpalette hat. Sicher, eine Sache, die helfen kann, ist sicherzustellen, dass Sie eine gute Balance zwischen warmen und kühlen Tönen haben. Versuchen Sie, einige ergänzende Farben zu verwenden, um die Farben richtig zur Geltung zu bringen. Komplementäre Farben, verstanden. Damit spiele ich ein bisschen herum. Vielen Dank für den Rat, Anna. Es ist wirklich hilfreich. Ich freue mich, dass ich einige Vorschläge machen konnte. Lass mich wissen, wie es mit der neuen Komposition und dem neuen Farbschema geht. Ich würde gerne das endgültige Gemälde sehen. Absolut. Ich schicke dir ein Foto, sobald ich einige Fortschritte gemacht habe. Wenn ich das mit Ihnen besprochen habe, habe ich bereits einige großartige Ideen zum Ausprobieren bekommen. Lektion 11. Ein friedlicher Spaziergang im Wald. Hey Anna, warst du schon einmal im Wald in der Nähe des Sees? Es ist so friedlich und heiter. Nein, habe ich nicht. Ich würde dort gerne spazieren gehen. Die frische Luft und die wunderschöne Landschaft müssen wunderbar sein. Das ist es wirklich. Die hohen Bäume, die sanfte Brise und der Gesang der Vögel, es ist so beruhigend. Das kann ich mir vorstellen. Irgendwann sollten wir dort wandern gehen. Es wäre eine großartige Möglichkeit, sich zu bewegen und wieder mit der Natur in Kontakt zu treten. Definitiv. Der Weg schlängelt sich durch den Wald und es gibt sogar einige Stellen, an denen Sie den See sehen können. Es ist wirklich ein kleines Stück Paradies. Das klingt fantastisch. Ich habe vor, dieses Wochenende einen freien Nachmittag zu haben. Möchtest du mit mir im Wald spazieren gehen? Das würde ich sehr gerne. Dann ist es ein Date. Ich packe ein kleines Picknick ein und wir können es am See genießen. Klingt perfekt. Ich kann es kaum erwarten, mit dir die Ruhe des Waldes zu erleben. Ich auch nicht. Das wird ein wundervoller Tag. Lektion 12. Bestattungsunternehmen. Hey Anna, hast du von dem neuen Bestattungsunternehmen gehört, das in unserer Nachbarschaft eröffnet wurde? Ja, habe ich. Ich habe gehört, dass sie von einem alten Haus im viktorianischen Stil aus operieren. Es muss eine ziemlich einzigartige Kulisse für ein Bestattungsunternehmen sein. Genau. Ich habe immer festgestellt, dass alte Häuser einen gewissen Charme haben. Ich wette, die Atmosphäre dort muss sich beruhigender anfühlen als in einem typischen Bestattungsunternehmen im Firmenstil. Das ist ein gutes Argument. Eine wohnlichere Umgebung kann den Trauerprozess etwas einfacher machen. Ich frage mich, von welchen anderen Gebäuden aus Bestattungsunternehmen operieren können.
Ich habe einige in umgebauten Kirchen oder sogar Lagerhäusern gesehen. Solange sie die notwendigen Dienstleistungen erbringen können, muss das Gebäude selbst nicht traditionell sein. Du hast recht. Bei Bestattungsunternehmen geht es wirklich darum, auf die Bedürfnisse der Hinterbliebenen einzugehen und nicht nur einem bestimmten architektonischen Stil zu folgen. Absolut. Ich freue mich, dass dieser neue versucht, einen einladenderen Raum zu schaffen. Es sind die kleinen Details, die in einer so schwierigen Zeit den Unterschied ausmachen können. Definitiv. Ich bin gespannt, wie die Gemeinde auf dieses neue Bestattungsunternehmen und seine Herangehensweise reagiert. Ich auch. Es wird interessant sein zu sehen, ob in Zukunft mehr unkonventionelle Bestattungsunternehmen auftauchen. Lektion 13. Nationalismus und Repression. Hey Anna, ist dir aufgefallen, wie Nationalismus manchmal zur Repression führen kann, wenn die Leute das Gefühl haben, nicht durch die Wahlurne zu kommen? Ja, ich war sehr besorgt über diesen Trend. Nationalismus geht oft mit Intoleranz und der Unterdrückung abweichender Meinungen einher. Exakt. Wenn die Wähler das Gefühl haben, dass ihre Stimme nicht gehört wird, versuchen einige Staats- und Regierungschefs, ihre Macht zu konsolidieren, anstatt sich mit den grundlegenden Problemen zu befassen. Es ist ein gefährlicher Weg. Repression und Autoritarismus lösen in der Regel nicht die grundlegenden Probleme, die die nationalistische Stimmung überhaupt erst befeuert haben. Absolut. Wahre Demokratie erfordert die Achtung der Rechte aller Bürger, auch derer, die nicht für die Gewinnerseite gestimmt haben. Einverstanden. Gesunde Demokratien finden Wege, den Willen der Mehrheit mit dem Schutz der Minderheitenrechte in Einklang zu bringen. Alles andere führt zu Instabilität. Du hast recht. Wir müssen wachsam sein, wenn es darum geht, demokratische Normen und Institutionen zu verteidigen, auch wenn das unbequem oder unbeliebt ist. Definitiv. Eine offene Gesellschaft mit freien und fairen Wahlen ist der beste Schutz vor den Gefahren nationalistischer Demagogie. Gut gesagt. Dies sind komplexe Themen, aber die Aufrechterhaltung des Bekenntnisses zu Pluralismus und Rechtsstaatlichkeit ist von entscheidender Bedeutung. Lektion 14. Malis Besitztümer. Hey Anna, hast du von den Gegenständen gehört, die Mali nach seinem Tod gehörten? Nein, damit bin ich nicht vertraut. Was haben Sie gefunden? Offenbar entdeckten sie eine Sammlung von Schlüsseln, Geldkassetten, Büchern, Geldbörsen und Urkunden, die ihm gehörten. Wow, das ist eine ziemlich vielfältige Sammlung von Besitztümern. Ich frage mich, welche Bedeutung diese Dinge für Mali hatten. Nun, der Bericht deutete darauf hin, dass das die Dinge waren, die ihm zu Lebzeiten am Herzen lagen, materieller Wohlstand und Eigentum. Das zeichnet ein interessantes Bild seiner Prioritäten und Werte. Ich schätze, am Ende erinnert man sich an uns alle für die Dinge, die wir am meisten schätzen. Exakt. Es scheint, dass Mali sich sehr darauf konzentriert hat, seine finanziellen Vermögenswerte und persönlichen Gegenstände anzuhäufen und zu schützen. Da fragt man sich, was zu dieser Beschäftigung mit materiellen Besitztümern geführt hat. War es der Wunsch nach Sicherheit, Status oder etwas anderem? Das ist eine gute Frage. Solche Einblicke in den Charakter und die Beweggründe einer Person können aufschlussreich sein, auch wenn sie nicht mehr da ist. Lektion 15. Die Ausbreitung von Krankheiten. Hey Anna,
Wusstest du, dass europäische Krankheiten die amerikanischen Ureinwohner an der Westküste schon vor der Ankunft der Europäer erreicht hatten? Wirklich. Das war mir nicht bewusst. Das ist faszinierend. Wie ist das passiert? Offenbar breiteten sich die Krankheiten über Handelsnetzwerke und Kontakte zu anderen Stämmen aus, bevor die Europäer direkten Kontakt aufnahmen. Wow, das muss für die indigene Bevölkerung verheerend gewesen sein. Sie hatten keine Immunität gegen diese ausländischen Krankheiten. Exakt. Die Einschleppung von Pocken, Masern und anderen Krankheiten dezimierte viele Stämme an der Westküste schon vor der Besiedlung. Das ist einfach tragisch. Es ist eine ernüchternde Erinnerung daran, wie tiefgreifend sich Krankheiten auf gefährdete Bevölkerungsgruppen auswirken können. Absolut. Diese Epidemien haben die demografische Dynamik und Machtdynamik in der Region grundlegend verändert, noch bevor die Europäer kamen. Es ist so ein trauriges Kapitel in der Geschichte. Die amerikanischen Ureinwohner hatten keine Möglichkeit, sich auf diese fremden Krankheitserreger vorzubereiten oder sie abzuwehren. Ja, es ist ein deutliches Beispiel dafür, wie der Kontakt zwischen Zivilisationen verheerende, unbeabsichtigte Folgen haben kann. Lektion 16. Verbundenheit statt gemeinsamer Interessen. Hey Anna, ich habe nachgedacht, wir müssen uns auf jeden Fall öfter treffen. Wir haben so viel gemeinsam. Es wäre toll, wenn wir uns über unsere gemeinsamen Interessen austauschen könnten. Ich stimme zu, John. Ich genieße unsere Gespräche sehr und denke, wir könnten gute Freunde werden, wenn wir uns regelmäßiger sehen. Definitiv. Was sind einige deiner Lieblingshobbys? Ich würde gerne von ihnen hören. Nun, ich habe eine große Leidenschaft für Fotografie. Ich liebe es, die Schönheit der Welt um uns herum durch mein Kameraobjektiv einzufangen. Das ist genial. Ich wollte mich schon immer mehr mit der Fotografie beschäftigen. Vielleicht könntest du mir ein oder zwei Dinge beibringen. Unbedingt. Ich zeige dir gerne ein paar Tipps und Tricks. Und was ist mit dir, was machst du gerne zum Spaß? Ich bin ein großer Outdoor-Enthusiast. Wandern, Campen, solche Dinge. Wir sollten irgendwann zusammen einen Ausflug in die Natur planen. Das klingt wunderbar. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Abenteuern. Wir könnten einen Tag daraus machen, ein Picknick einpacken, eine lange Wanderung machen und einfach die Gesellschaft des anderen genießen. Dann ist es ein Plan. Ich kann es kaum erwarten. Lektion 17. Ein Zahnarztbesuch. Hey Anna, hast du von meinem letzten Zahnarztbesuch gehört? Es war ein ziemliches Erlebnis. Oh, wirklich? Was ist in der Zahnarztpraxis passiert? Nun, sie ließen mich auf diesem riesigen Stuhl sitzen und banden mir ein Lätzchen unter das Kinn. Dann kam der Zahnarzt rein und untersuchte meine Zähne. Das muss ein bisschen einschüchternd gewesen sein. Was hat der Zahnarzt gefunden? Offenbar hatte ich ein paar Hohlräume, die gefüllt werden mussten. Der Zahnarzt betäubte meinen Mund und machte sich an die Arbeit. Autsch, das klingt unbequem. Wie haben Sie sich während des Eingriffs gefühlt? Um ehrlich zu sein, war ich etwas nervös, aber der Zahnarzt und das Personal waren sehr freundlich und ich fühlte mich wohl. Ich freue mich, dass der Zahnarzt und das Personal Sie beruhigen konnten. Zahnarztbesuche können stressig sein,
aber es ist wichtig, auf unsere Zähne zu achten. Absolut. Ich bin einfach erleichtert, dass jetzt alles erledigt ist und ich mit einem gesünderen Lächeln weitermachen kann. Lektion 18. Ein erfüllter Traum. Hey Anna, du wirst nie erraten, was mir in letzter Zeit passiert ist. Oh, was ist das? Ich bin ganz Ohr. Erinnerst du dich, wie ich seit Jahren über meinen Traum spreche, mein eigenes Unternehmen zu gründen? Nun, es ist endlich soweit. Wow, das ist unglaublich. Du musst so aufgeregt sein. Darauf kannst du wetten. Es war ein lang gehegter Traum, und jetzt wird er Wirklichkeit. Das ist wunderbar. Warum haben Sie beschlossen, den Sprung zu wagen und Ihr eigenes Unternehmen zu gründen? Nun, ich hatte einfach das Gefühl, dass die Zeit reif war und ich konnte mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen. Darauf habe ich lange hingearbeitet. Ich bin mir sicher, dass sich all Ihre harte Arbeit und Ihr Engagement wirklich auszahlen. Herzlichen Glückwunsch! Danke. Ich bin so dankbar für die Unterstützung und Ermutigung von Freunden wie dir. Lektion 19. Probleme mit der Wintergarderobe. Hey Anna, ich hatte in letzter Zeit einige Probleme mit meiner Wintergarderobe. Oh, was ist los? Halten deine Mäntel nicht gut? Genau. Mir ist aufgefallen, dass meine Mäntel dazu neigen, nach nur einem Winter auseinanderzufallen. Das ist nicht gut. Sie möchten auf jeden Fall, dass Ihre Winteroberbekleidung länger als eine Saison hält. Ich weiß, oder? Ich will nicht jedes Jahr ständig meine Mäntel austauschen. Absolut. Haben Sie versucht, nach Mänteln aus hochwertigeren Materialien zu suchen? Das ist eine tolle Idee. Ich muss einige Nachforschungen anstellen und Mäntel finden, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind. Es lohnt sich, etwas zu kaufen, das den Elementen mehrere Winter lang standhält. Du hast recht. Ich will nicht beim Zittern in der Kälte erwischt werden, weil mein Mantel auseinandergefallen ist. Lektion 20. Gemeinsame Interessen entdecken. Hallo Anna, ich habe etwas Aufregendes mit dir zu teilen. Oh, wirklich? Was ist es? Schließlich rief ich meinen Namen und ging in sein Zimmer. Das ist großartig. Was ist passiert, als du reingegangen bist? Ich setzte mich auf einen bequemen Stuhl und wir fingen an zu chatten. Das klingt nett. Worüber habt ihr zwei gesprochen? Wir haben alle möglichen interessanten Themen besprochen. Es war ein wirklich fesselndes Gespräch. Es freut mich zu hören, dass du so viel Spaß hattest. Es ist immer schön, mit jemandem in Kontakt zu treten und gemeinsame Interessen zu finden. Absolut. Tatsächlich haben wir herausgefunden, dass wir beide gerne Bücher lesen und in der Sonne entspannen. Lektion 21. Die Reise eines Beagles. Hey Anna, hast du von dem Beagle gehört, der 1831 mit Charles Darwin auf Weltreise ging? Nein, habe ich nicht. Das klingt faszinierend. Erzähl mir mehr. Nun, das Schiff hieß HMS Beagle und verließ England auf einer 5-jährigen Reise, um die Küsten Südamerikas und der Galapagos-Inseln zu erkunden.
Wow, das muss eine unglaubliche Reise gewesen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, wie aufregend es damals gewesen wäre, diese Orte zu erkunden. Unbedingt. Darwin nahm den Beagle mit, und die scharfen Sinne des Hundes halfen ihm, die natürliche Welt um ihn herum zu beobachten. Das ist unglaublich. Ich würde gerne mehr darüber erfahren, was Sie auf dieser Reise entdeckt haben. Es muss sowohl für Darwin als auch für den Beagle eine lebensverändernde Erfahrung gewesen sein. Das war es wirklich. Die Beobachtungen, die Darwin während dieser Reise machte, legten den Grundstein für seine Theorie der Evolution durch natürliche Auslese. Unglaublich! Ich kann es kaum erwarten, mehr über diese faszinierende Geschichte zu lesen. Danke, dass du mir davon erzählt hast, John. Es war mir ein Vergnügen. Es macht immer Spaß, Geschichten über die Anfänge der wissenschaftlichen Forschung zu erzählen. Lektion 22. Wochenendpläne. Hey Anna, wie war deine Woche bisher? Es war ziemlich viel los, aber ich bin froh, dass Freitag ist. Was ist mit dir? Das gleiche hier. Ich habe noch keine Pläne für das Wochenende. Was ist mit dir? Ich bin mir eigentlich noch nicht sicher. Ich dachte daran, es einfach ruhig angehen zu lassen, vielleicht ein gutes Buch zu lesen oder einen erholsamen Spaziergang zu machen. Das klingt nach einer großartigen Idee. Manchmal ist es schön, einfach ein entspanntes Wochenende zu haben und neue Energie zu tanken. Definitiv. Vielleicht könnten wir am Samstag einen Kaffee trinken oder so, wenn du Zeit hast? Das klingt perfekt. Ich würde mich freuen, mehr darüber zu erfahren, was Sie diese Woche gemacht haben. Hört sich gut an. Ich werde dich über die Einzelheiten informieren, wenn wir uns dem Wochenende nähern. Toll, ich freue mich darauf. Lektion 23. Ein Tag in der Sonne. Guten Morgen, Anna. Wie hast du dein Wochenende verbracht? Es war wunderbar, John. Mein Freund und ich gingen in den Park und entspannten uns einfach in der Sonne. Das klingt wunderbar. Was hast du dort gemacht? Wir unterhielten uns, lasen ein paar Bücher und lagen einfach in der Sonne und saugten die Wärme auf. Das klingt nach der perfekten Art, ein Wochenende zu verbringen. Hast du daran gedacht, Sonnencreme zu tragen? Ja, das haben wir. Aber selbst mit der Sonnencreme wurde unsere Haut immer noch ein bisschen gebräunt. Nun, ein bisschen Farbe hat noch niemandem geschadet. Hört sich an, als hättest du eine wirklich schöne, entspannte Zeit gehabt. Es war genau das, was ich brauchte. Manchmal ist es wichtig, einfach abzuschalten und die einfachen Freuden des Lebens zu genießen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Ich freue mich, dass du so ein wunderbares Wochenende hattest. Es ist immer schön, neue Energie zu tanken und erfrischt zurückzukommen. Lektion 24. Monatliche Raten. Hallo Anna, ich wollte den Zahlungsplan für unser Projekt besprechen. Ich denke, monatliche Raten wären entscheidend, damit es funktioniert. Das ist eine großartige Idee, John. Das Aufteilen der Zahlungen in kleinere, regelmäßige Raten wird die Verwaltung erheblich erleichtern. Exakt. Wir können einen monatlichen Zeitplan vorschlagen, der für uns beide funktioniert. Hört sich gut an. Was für einen Ratenzahlungsplan hattest du im Sinn?
Ich dachte, wir könnten im Laufe des Projektzeitplans gleiche monatliche Zahlungen leisten. Das macht Sinn. Wir müssen die Gesamtkosten berechnen und gleichmäßig aufteilen. Richtig, und wir können die Fälligkeitstermine besprechen, um sicherzustellen, dass sie mit unseren beiden Zeitplänen übereinstimmen. Absolut. Die Erstellung eines vorhersehbaren Zahlungsplans hilft uns, den Überblick über die Finanzen zu behalten. Definitiv. Ich denke, monatliche Raten sind hier der richtige Weg. Was denkst du? Lektion 25. Pünktlich ankommen. Hey Anna, ich sollte etwas früher gehen, um sicherzugehen, dass ich pünktlich zu unserem Treffen ankomme. Gute Idee. Es ist immer besser, sich etwas mehr Zeit zu gönnen, nur für den Fall. Exakt. Ich will nicht herumhetzen und riskieren, zu spät zu kommen. Absolut. Pünktlichkeit zeigt Respekt vor der Zeit der anderen Person. Definitiv. Sicherheitshalber gehe ich etwa 15 Minuten früher als sonst. Das ist ein kluger Schachzug. Es ist besser, etwas zu früh als zu spät zu kommen. Einverstanden. Ich hätte lieber etwas mehr Zeit, um mich zu entspannen, bevor das Meeting beginnt. Definitiv. Wenn Sie entspannt und vorbereitet ankommen, wird das Treffen reibungslos verlaufen. Absolut. Ich sage dir Bescheid, wenn ich auf dem Weg bin. Lektion 26. Reisemöglichkeiten recherchieren. Hallo Anna, gibt es bestimmte Websites, die du für die Buchung unserer Reise empfiehlst? Normalerweise verwende ich beliebte Reisewebsites wie Expedia oder Travelocity. Sie haben gute Auswahl und Vergleichstools. Ah toll, die klingen nach einem guten Anfang. Ich möchte sicherstellen, dass ich die besten Angebote finde. Definitiv. Diese Websites eignen sich gut, um die Preise zwischen Fluggesellschaften und Hotels zu vergleichen. Toll, ich werde sie mir ansehen. Gibt es noch etwas, das ich bei der Buchung beachten sollte? Ich würde auch empfehlen, direkt auf den Websites der Fluggesellschaften und Hotels nachzuschauen. Sie haben manchmal Sonderangebote. Guter Punkt. Ich werde auf jeden Fall eine gründliche Suche durchführen, um die günstigsten Optionen zu finden. Klingt nach einem Plan. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Tipps für die Planung der Reise benötigen. Werde ich machen. Danke, Anna. Ich danke dir für deine Hilfe, das alles in Ordnung zu bringen. Lektion 27. Verantwortung übernehmen. Anna, ich denke, wir haben nicht nur eine Verantwortung für uns selbst und unsere Familien, sondern auch für unsere Gemeinschaft. Ich stimme vollkommen zu, John. Wir alle müssen unseren Teil dazu beitragen und zum Gemeinwohl beitragen. Exakt. Es reicht nicht aus, sich nur auf unsere eigenen Interessen zu konzentrieren. Wir müssen die Auswirkungen unseres Handelns auf andere berücksichtigen. Richtig. Wir müssen uns bewusst sein, wie sich unsere Entscheidungen auf die Menschen um uns herum auswirken. Absolut. Selbst kleine Dinge, wie Freiwilligenarbeit oder Recycling, können einen echten Unterschied machen. Definitiv. Und indem wir mit gutem Beispiel vorangehen, können wir andere dazu inspirieren, dasselbe zu tun. Definitiv.
Wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, dass uns mehr wichtig ist als nur uns selbst. Ich stimme zu. Es ist unsere Pflicht als Mitglieder der Gesellschaft, aufeinander aufzupassen. Gut gesagt. Ich freue mich, dass wir diesbezüglich dieselbe Meinung haben. Es ist eine wichtige Verantwortung, die wir alle teilen. Lektion 28. New Orleans erkunden. Wussten Sie, dass sich in der Nähe der Mündung des Mississippi eine weitere berühmte Stadt befindet, New Orleans? Oh ja, ich habe alles über die reiche Kultur und die lebendige Atmosphäre von New Orleans gehört. Es steht definitiv auf meiner Liste der Sehenswürdigkeiten. Das gleiche hier. Ich wollte schon immer die einzigartige Mischung aus französischen, spanischen und afrikanischen Einflüssen in Architektur, Essen und Musik erleben. Unbedingt. Und die Geschichte der Stadt ist so faszinierend, von ihrer Rolle im Bürgerkrieg bis hin zu ihrem Ruf als Zentrum des Jazz und des Nachtlebens. Definitiv. Ich kann es kaum erwarten, durch das French Quarter zu schlendern, Live-Musik auf der Bourbon Street zu hören und all die köstliche kreolische und Cajun-Küche zu probieren. Ich auch nicht. Ich habe gehört, dass die Stadt eine so lebendige und einladende Atmosphäre hat. Es wird eine unglaubliche Erfahrung sein. Ganz gewiss. New Orleans scheint die perfekte Mischung aus dem Charme der alten Welt und moderner Lebendigkeit zu sein. Ich freue mich sehr darauf, es zu erkunden. Das Gleiche hier. Ich denke, es wird der Höhepunkt unserer Reise sein. Ich kann es kaum erwarten, die Kultur und Energie dieser einzigartigen amerikanischen Stadt zu genießen. Ich auch, Anna. Das wird ein unvergessliches Abenteuer. Lektion 29. Thailandreise. Hey Anna, ich bin gerade von einer Reise nach Thailand zurückgekommen. Das Essen war unglaublich. Oh wirklich? Was war dein Lieblingsgericht? Ich hatte die würzige Tom-Yum-Suppe und sie war köstlich, obwohl sie mir anfangs etwas zu heiß war. Ja, thailändisches Essen kann ziemlich scharf sein. Hattest du die Gelegenheit, andere lokale Gerichte zu probieren? Ja, ich hatte auch Pad Thai und es wurde schnell zu einem meiner Favoriten. Die Aromen waren so lebendig. Pad Thai ist ein Klassiker. Ich freue mich, dass dir das Essen geschmeckt hat. Hast du während deiner Reise irgendwelche interessanten Sehenswürdigkeiten gesehen? Absolut. Ich habe den Grand Palace in Bangkok besucht und er war atemberaubend. Die Architektur war so kompliziert und wunderschön. Der Grand Palace ist auf jeden Fall ein Muss. Was hast du sonst noch in Thailand gemacht? Ich war auch auf den schwimmenden Märkten und es war ein einmaliges Erlebnis. Ich habe es geliebt, all die Verkäufer zu sehen, die ihre Waren von ihren Booten aus verkauften. Lektion 30. Lebensmittel einkaufen. Guten Morgen, Anna. Gehen Sie gerne einkaufen? Guten Morgen, John. Ja, ich finde es sogar ziemlich interessant. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Ich stimme zu, es geht nicht nur darum, das Nötigste in die Hand zu nehmen. Es gibt so viele einzigartige Produkte zu entdecken. Genau. Ich liebe es, in den Gängen zu stöbern und neue Zutaten zu finden, die ich beim Kochen ausprobieren kann. Das gleiche hier.
Ich bin kürzlich auf dieses tolle Gewürzfachgeschäft gestoßen und habe mit allen möglichen Geschmacksrichtungen experimentiert. Das klingt wunderbar. Ich bin immer auf der Suche nach einzigartigen Gewürzen und Würzmitteln, um meine Gerichte aufzupeppen. Du solltest es dir ansehen. Sie haben eine so große Vielfalt, es ist fast überwältigend, aber auf die beste Art und Weise. Ich notiere es mir. Einkaufen kann ein lustiges Abenteuer sein, wenn Sie es unvoreingenommen angehen. Definitiv. Es ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Komfortzone zu verlassen und neue kulinarische Köstlichkeiten zu entdecken. Lektion 31. Zeitreisender. Hey, Anna, du wirst nie glauben, was mir gestern passiert ist. Ach, was ist passiert, John? Ich habe an diesem alten Gerät herumgespielt, das ich in meiner Garage gefunden habe, und plötzlich wurde ich ins 21. Jahrhundert versetzt. Das 21. Jahrhundert? Aber das ist die Gegenwart. Wie ist das möglich? Ich weiß, es ist verrückt. Ich muss auf eine Art Zeitmaschine gestoßen sein. Ich war nur eine kurze Zeit dort, aber es war unglaublich. Das ist absolut faszinierend. Wie war es, in der Gegenwart zu sein? Anfangs war es ein bisschen überwältigend, aber die Leute waren freundlich und die Technologie war unglaublich. Ich habe Dinge wie Smartphones und selbstfahrende Autos gesehen. Wow, das muss ein ziemliches Erlebnis gewesen sein. Konnten Sie aus Ihrem kurzen Besuch etwas Nützliches lernen? Definitiv. Ich konnte einige Informationen über die Fortschritte in Wissenschaft und Medizin sammeln. Es ist wirklich inspirierend zu sehen, wie weit wir kommen werden. Lektion 32. Ruhestand und HIV. Guten Morgen, Anna. Ich habe gehört, dass du vorhast, bald in Rente zu gehen. Das ist aufregend. Ja, ich freue mich drauf. Obwohl ich einige Bedenken hinsichtlich meiner Gesundheit habe. Ach, mit welchen gesundheitlichen Problemen haben Sie es zu tun? Nun, ich habe kürzlich herausgefunden, dass ich mich durch ungeschützten Sex mit HIV infiziert habe. Es war ein echter Schock. Oh mein Gott, es tut mir so leid, das zu hören. Das muss wirklich schwer zu verarbeiten sein. Ist es, aber ich versuche positiv zu bleiben. Die Ärzte sagen, dass sich die Behandlungsmöglichkeiten stark verbessert haben. Ich freue mich, das zu hören. Bitte lassen Sie mich wissen, ob ich irgendetwas tun kann, um Sie dabei zu unterstützen. Danke, John. Deine Freundschaft bedeutet mir viel. Ich denke, aktiv und positiv zu bleiben, wird entscheidend sein, wenn ich damit zurechtkomme. Absolut. Ich wünsche Ihnen alles Gute, wenn Sie sich auf den Ruhestand vorbereiten und sich auf Ihre Gesundheit konzentrieren. Lektion 33. Sprechender Goldfisch. Hey Anna, weißt du, dass Goldfische eigentlich nicht sprechen können? Ich weiß, John. Ich tu einfach manchmal so, als könnte mein Goldfisch mit mir sprechen. Es macht Spaß, sich das vorzustellen. Haha, ich mache dasselbe mit meinem Goldfisch. Ich stelle ihnen Fragen und mache dann eine Pause und warte auf eine Antwort. Richtig. Es ist, als würden wir ein ganzes Gespräch führen, obwohl sie nur herumschwimmen. Genau.
Und manchmal antworte ich sogar für sie und gebe ihnen eine dumme Stimme. Ich auch. Sehen Sie nicht aus, als würden Sie versuchen, etwas zu sagen, wenn Sie Ihren Mund öffnen? Das tun sie. Das ist bezaubernd. Ich frage mich, was sie sagen würden, wenn sie reden könnten. Wahrscheinlich fragst du nur nach mehr Essen. Goldfische scheinen immer hungrig zu sein. Stimmt, stimmt. Obwohl sie vielleicht über den Sinn des Lebens oder etwas Tiefgründiges in der Art diskutieren wollen. Lektion 34. Leidenschaft und Backen. Hey Anna, hast du in letzter Zeit an deinen neuen Bäckrezepten gearbeitet? Hallo John, ja habe ich. Es macht mir wirklich Spaß, mit neuen Geschmackskombinationen zu experimentieren. Das ist großartig. Ich weiß, wie leidenschaftlich du backst. Ich bin mir sicher, dass deine Kreationen köstlich sind. Danke, John. Ich habe so viel Spaß daran, neue Techniken zu lernen und mein Handwerk zu perfektionieren. Deine Leidenschaft kommt wirklich zum Vorschein. Ich wette, der Duft von frischen Backwaren erfüllt ihr Zuhause. Das tut es. Es gibt nichts Schöneres als den Geruch von warmem Brot oder einem Kuchen, der gerade aus dem Ofen kommt. Das kann ich mir vorstellen. Ich bin mir sicher, dass Ihre Bäckerei ein großer Erfolg wird. Ich weiß deine Ermutigung zu schätzen, John. Ich blicke sehr optimistisch in die Zukunft. Viel Glück mit allem. Ich weiß, du wirst es großartig machen. Lektion 35. Musiknoten. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit etwas über Musiktheorie gelernt. Interessant. John, was hast du studiert? Nun, ich habe die verschiedenen Arten von Musiknoten untersucht, ganze Noten, halbe Noten, Viertelnoten und Achtelnoten. Ah ja, jeder wird für eine andere Dauer abgehalten. Genau. Es ist faszinierend zu verstehen, wie die verschiedenen Notenwerte zusammenwirken, um Rhythmus und Melodie zu erzeugen. Ich stimme zu. Es ist erstaunlich, wie Komponisten diese Bausteine verwenden können, um so schöne, komplexe Musik zu komponieren. Definitiv. Es macht mir wirklich Spaß, mich mit den Grundlagen der Musik zu beschäftigen. Das ist wunderbar, John. Das freut mich, dass du es so interessant findest. Ich auch. Es hat mir eine ganz neue Wertschätzung für Musik eröffnet.